Zum Jahreswechsel überlegen sich natürlich viele, ins Ausland auszuwandern und hier auch einen steuergünstigen Wohnsitz zu finden. Ganz oben auf der Liste vieler Mandanten Malta oder Zypern. In beiden Ländern gibt es den Non-Dom-Status. Beide Länder locken mit wunderbarem Wetter, gutem Essen und freundlichen Menschen. Dennoch ist die Frage letztlich bei vielen Mandanten, was ist nun eigentlich besser aus rein steuerlicher Sicht, Malta oder Zypern? Und in diesem Video wollen wir den Non-Dom-Status in Malta und in Zypern vergleichen und uns fragen, was ist eigentlich besser? Ich sage es von vornherein, ich bin leicht voreingenommen, ich habe schon zweimal auf Malta gelebt. Wir sind seit 2011 in Malta aktiv, also aus unserer Sicht Malta definitiv besser, aber wir wollen trotzdem die ganze Sache neutral heute betrachten. Gut, also fangen wir mal damit an. Was ist in Zypern überhaupt der Non-Dom-Status? Auf was bezieht er sich und wie kann man ihn beantragen? Der Non-Dom-Status in Zypern ist relativ neu. Er wurde vor rund 10 Jahren eingeführt. Man kann ihn für 17 Jahre nutzen. Und er bedeutet im Wesentlichen, dass ausländische Dividenden von der sogenannten Special Defense Tax befreit sind. Genau, wir reden spezifisch von Dividenden. Wir reden hier nicht von Gewinnausschüttungen aus einer US-LLC. Wir reden hier nicht von Kryptogewinnen oder irgendetwas anderem. Wir reden spezifisch von Dividenden. Das übliche Setup in Zypern ist also daher, dass man sich dort eine Firma gründet. Diese Firma zahlt dann 12,5% Steuern. Die Dividenden, die man sich daraus ausschüttet, sind dann steuerfrei. Man kann freilich überall anders auch eine Firma haben. Also wenn du eine Firma in Hongkong hast oder eine Firma in UK oder sonst irgendwo, werden die Dividenden mit dem Non-Dom-Status dort genauso steuerfrei. Oder auch wenn du irgendwo beteiligt bist, auch mit einer Minderheitsbeteiligung, bekommst Dividenden. Diese wären dann in Zypern steuerfrei. Es ist wohlgemerkt so, dass es um Dividenden geht, nicht um ausländische Einkünfte allgemein. Es gibt weitere Regelungen zum Beispiel und diese sind nämlich, dass in Zypern mit dem Non-Dom-Status auch Gehälter, die im Ausland bezahlt werden, wenn du für mehr als 90 Tage außerhalb von Zypern bist, auch diese sind dann steuerfrei, wenn sie von einem ausländischen Arbeitgeber bezahlt werden. Außerdem ist es in Zypern ohnehin so, dass es keine Kapitalertragssteuer zum Beispiel auf Veräußerungserlöse, Kursgewinne. Nichtsdestotrotz ganz wichtig zu verstehen, Non-Dom-Status in Zypern wesentlich für Dividende. Wenn du also zum Beispiel Forex-Gewinne erzielst, dann sind die nicht steuerfrei und müssen bis zu 35% besteuert werden. Das Gleiche gilt de facto mittlerweile auch für Erträge aus Krypto. Hier wird es in nächster Zeit noch ein Gesetz geben, aber im Grunde genommen wendet der Gesetzgeber diese Regelung schon heute an. So, was ist nun der Non-Dom-Status in Malta? Wie kann man ihn bekommen? Was muss man tun? Auf welche Einkommen bezieht er sich? Wie lange ist er gültig? Jeder Ausländer, der nach Malta zieht, kann den Non-Dom-Status beantragen. Er ist unbegrenzt gültig und er bezieht sich auf alle Einkünfte, die nichts mit Malta zu tun haben. Es gibt also keine Einschränkungen jetzt in Bezug auf bestimmte Einkommensarten etc. pp. Der Non-Dom-Status gilt für Kapitalerträge, aber auch für Dividenden, für Gewinnausschüttung aus LLCs und so weiter und so fort. Alles, was nichts mit Malta zu tun hat, inklusive Forex-Gewinne, inklusive Kryptogewinne, sind in Malta komplett steuerfrei. Hier muss man dann immer natürlich sehen, wann ist jetzt eine Tätigkeit gewerblich und muss in Malta versteuert werden und wann nicht. Notorisch ist hier natürlich so Dinge wie jetzt zum Beispiel Trading. Trade ich Vollzeit in Malta, muss ich das theoretisch dort als gewerbliche Tätigkeit angeben und voll versteuern. Da kommt es halt dann einfach auf die Abgrenzung an. Ja? Wenn ich nur gelegentlich trade, dann mache ich persönliche Vermögensverwaltung. Diese fällt unter den Non-Dom-Status. Wenn ich aber in Malta lebe, dort so eine Monitorwand habe mit 6 Monitoren und jeden Tag 8 Stunden trade, dann trade ich gewerblich in Malta und bin dort einkommensteuerpflichtig auf diese Erträge. Die Frage ist, wer es rausbekommt. Da gibt es natürlich viele, die hier eine Grauzone ausnutzen. Der Non-Dom-Status in Malta umfasst also sehr viel mehr Einkommensarten als der Non-Dom-Status in Zypern und er gilt, wie gesagt, sehr viel länger. Befassen wir uns mit der nächsten Frage, Teil 2. Welche Steuern werden für den Non-Dom-Status fällig? Nun, in Zypern ist es so, dass die ausgeschütteten Dividenden, die man dann als Non-Dom bekommt, theoretisch steuerfrei sind. De facto ist es nicht so, denn man muss eine Gebühr von 2,65% bezahlen, die an das Gesundheitssystem geht. Diese wird auch fällig auf ausländische Dividenden. Ganz wichtig zu beachten. In Malta muss man
keine Steuer auf die Einkünfte bezahlen. Allerdings gibt es in Malta eine minimale 5.000 Euro Besteuerung, wenn man den Non-Dom-Status nutzen will. Ansonsten funktioniert es nach der sogenannten Remittance-Basis. Das heißt also, alle Auslandseinkünfte, die ich nach Malta überweise oder dort verwende, müssen in Malta versteuert werden. Wie gesagt, minimal sind es 5.000 Euro pro Jahr, die dort an Steuern zu bezahlen sind. Diese Sache gibt es in Zypern nicht. Das heißt, du kannst natürlich nach Zypern auf dein zypriotisches Konto deine Auslandseinkünfte, deine Dividenden ausschütten. Eine Steuer wird nicht fällig, außer diesem Beitrag für das Gesundheitssystem. Dritter Punkt, was muss eigentlich in der Steuererklärung erklärt werden? In Zypern musst du deine kompletten Auslandseinkünfte in der Steuererklärung aufdecken. Das heißt, du musst deine ganzen Dividenden dort erklären. In der Steuererklärung musst du melden, weil eben diese 2,65% für die Gesundheitsversorgung dann erhoben werden. Du musst aber auch sonst angeben, welche Auslandsbeteiligung du hast, Namen der Gesellschaften, wo die sesshaft sind und so weiter und so fort. Das alles gibt es in Malta nicht. In Malta musst du gar nichts in der Steuererklärung angeben, nur deine lokalen maltesischen Einkünfte oder jene Auslandseinkünfte, die du nach Malta auf ein maltesisches Konto ausgeschüttet hast oder in Malta verbraucht hast. Das heißt, wenn du dort Dividenden im Ausland bekommst, diese nicht nach Malta ausschüttest, diese nicht in Malta verbrauchst, sind diese auch nicht in der Steuererklärung dann zu erklären. Ja, ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, deine Privatsphäre ist in Malta optimal geschützt. Du musst dem Staat überhaupt nichts mitteilen. Vierter Punkt. Wie viele Tage muss man sich aufhalten, um den Non-Dom-Status nutzen zu können? In Zypern ist es so, dass du dich mindestens 60 Tage lang in Zypern aufhalten musst, um den Non-Dom-Status nutzen zu können. Das ist dort so gesetzlich festgelegt. Diese Anwesenheit musst du dann entsprechend nachweisen und erst dann letztlich wird dir der Steuervorteil für das zu erklärende Steuerjahr gegeben. In Malta ist dies nicht notwendig. So, nun gibt es aller Gerüchte, dass man hört, Malta muss 183 Tage anwesend sein. Ich habe daher gedacht, okay, jetzt schauen wir uns doch mal an, was hier eigentlich das maltesische Gesetz, die maltesische Steuerbehörde zu dem Thema sagt. Und diese Webseite zeige ich euch jetzt mal. Den Link zu dieser Seite packe ich in die Beschreibung rein. Das ist also hier die maltesische Steuerbehörde. Der Text ist auf Englisch. Ich werde den jetzt auch nicht hier auf Deutsch anzeigen, weil ich vielleicht das Original in Englisch zeige und ich werde es dann gleich übersetzen. Die Frage ist also Tax Residence. Das heißt also im Grunde genommen Tax Residence heißt letztlich Steuerpflicht in Malta, wann wird die ausgelöst? Ja? Ich lese mal hier vor und dann werde ich übersetzen. When an individual is present in Malta for more than 183 days in any particular year, they will be considered as tax resident in Malta for that year, regardless of the purpose and the nature of the individual stay in Malta. Also, wenn jemand 183 Tage sich in Malta aufhält, dann ist er auf jeden Fall in diesem Kalenderjahr, in dem er sich 183 Tage aufhält, dort steuerpflichtig, ganz egal, warum er sich dort aufhält. Als Urlauber, als Besucher oder sonst irgendwas. Er ist dann in diesem Jahr unbeschränkt steuerpflichtig in Malta. Jetzt kommt der erste wichtige Punkt hier, den du unbedingt beachten musst. On the other hand, an individual who does come to Malta to establish his residence becomes resident from the date of their arrival, regardless of the duration of their stay in any particular year. Also jemand, der nach Malta kommt, um nach Malta seinen Wohnsitz zu verlegen oder in Malta seinen Wohnsitz zu etablieren, indem er dort eine Wohnung mietet, und diese Wohnung ist idealerweise natürlich auch noch die einzige Wohnung, die er weltweit hat, dann ist er unbeschränkt steuerpflichtig in Malta von diesem Tag an. Und es spielt keine Rolle, wie viele Tage er sich dann pro Jahr in Malta aufhält. Ja? So, sehr wichtiger Punkt. Diese Tatsache, dass man also auch weniger als 183 Tage sich in Malta aufhalten kann und trotzdem dort unbeschränkt steuerpflichtig ist, wird gleich nochmal erwähnt und wiederholt. Da gehe ich jetzt gleich ein. A person who lives in Malta on a permanent or indefinite basis is ordinarily resident in Malta. Also auch hier wieder, wenn jemand dort eine Wohnung gemietet hat, das ist sein einziger Wohnsitz und er hat keinen Plan, dort wegzuziehen, dann ist er dort unbeschränkt steuerpflichtig. So,
Hier wird das Ganze jetzt nochmal explizit ausgeführt für jene, die keine 183 Tage in Malta sind. It can also apply to individuals who do not stay in Malta for more than 183 days in any year, but come to Malta regularly over a long period and establish personal and economic ties with Malta. Also, es spielt keine Rolle, ob du 183 Tage in Malta bist, wenn du regelmäßig dich in Malta aufhältst und du hast jetzt deinen Lebensmittelpunkt in Malta, weil du dort persönliche oder wirtschaftliche Bezugspunkte hast, also persönlich zum Beispiel eine Wohnung oder du hast eine Firma dort oder eine Familie lebt mit dir dort, dann bist du in Malta unbeschränkt steuerpflichtig. Also, nun hast du es selbst gesehen, es gibt in Malta keine Definition, wie lange du dort sein musst pro Jahr. Es ist natürlich sehr wichtig, dass du hier deine einzige Wohnung, wie gesagt, oder eine einzig langfristige Wohnung in Malta hast, um die Sache möglichst einfach zu machen. Hast du Wohnsitze in verschiedenen Ländern, wird es immer kompliziert. Davon rate ich dir strikt ab. Wenn du also Deutschland verlässt und nach Malta umziehst, dort eine wirkliche Wohnung hast, ich rede jetzt nicht von irgendeiner Fake-Adresse oder sowas, sondern eine echte Wohnung in Malta und diese Wohnung ist dein einziger Wohnsitz und du bist regelmäßig in dieser Wohnung, wie gesagt, es ist nicht definiert, was regelmäßig bedeutet, dann bist du in Malta unbeschränkt steuerpflichtig. Du bekommst eine entsprechende Ansässigkeitsbescheinigung von der Behörde und verhältst dich hier völlig rechtskonform mit den maltesischen Anforderungen. So, aus meiner Sicht ist der Non-Dom-Status in Malta eindeutig besser. Die Vorteile überwiegen ganz klar, vor allen Dingen jetzt, da Kryptoeinnahmen in Zukunft in Zypern besteuert werden sollen. Malta ist sehr viel flexibler, deine Privatsphäre ist sehr viel mehr geschützt. Und natürlich, es gibt keinerlei zeitliche Beschränkung oder Beschränkung auf irgendwelche Einkommen, die du erzielst. Alles, was keinen Bezug hat zu Malta, ist steuerfrei. Daher aus meiner Sicht, ich würde dir den Non-Dom-Status in Malta empfehlen. Natürlich, Zypern ist auch nicht schlecht. Zypern hat auch seine Vorteile. Insbesondere natürlich ist Zypern sehr viel größer. Mir ist schon klar, Malta ist klein gedrängt und sowas ist nicht was für jeden, muss man ganz klar sagen. Egal, ob du nach Zypern oder nach Malta umziehen willst, um dort Non-Dom zu werden. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link zur Buchung des Beratungsgesprächs packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns bald und du stellst mir dein Auslandsvorhaben in Malta oder in Zypern vor. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.